Hallo ihr Lieben, ich bin's. Ich werde euch heute zeigen, wie ich eine Camembert-Dose ein bisschen aufpimpe. Das ist diese Camembert-Dose in diesem ganz, ganz dünnen Holz. Und ich mag die gern aufbewahren, weil ich finde die einfach wunderschön. Die kann man immer so als kleine Geschenkverpackung benutzen. Benutze hier diesen Stempel von Crafters und den habe ich jetzt neu bekommen. Ich habe den erstmal ausgeschnitten. Jetzt zeige ich euch dann auch noch, wie ich den ausschneide. Finde ich, so manche Leute trauen sich immer nicht. Und ich schneide ihn so nah wie möglich am Objekt, damit man auch wirklich keine Ränder hat und man nur das Bild dann stempelt. Deswegen traut euch, einfach darauf achten, dass ihr nicht in das Stempelbild schneidet. Dafür braucht es natürlich eine vernünftige Schere. Das ist immer Voraussetzung. Macht das mit einer vernünftigen Schere. Die muss richtig scharf sein und ja, also ich denke, wir sind alle Crafters und wir wissen, welche Schere wir für was benutzen. Und da sind wir alle pingelig oder nicht. Also ich bin sehr pingelig mit meinen Scheren. So, darf auch keiner anfassen. Jetzt bin ich fertig und ich werde hier die Mohnblumen nehmen. Die werde ich jetzt erstmal, ich will die Heat embossen, ja, Heiss embossen und direkt auf die Dose. Jetzt habe ich da was drunter gelegt, damit ich da auch schön drücken kann und benutze hier die rote Mark und will das aber jetzt natürlich am unten nicht so korrekt den Rand haben. Deswegen habe ich so ein bisschen mit einem Baby Wipe da ein bisschen drüber. Okay. So hi guys, I will today upcycle this beautiful camembert box, and I like this camembert, and it always comes in this wooden box with this very thin wood, and I really like to use it and upcycle it. I use it for little gifts, It's always the gift inside is not that important then anymore. It's really nice. So that's why I keep them and I always upcycle them. So and I heat embossed on them. It's difficult because it's wood, but it's not impossible. As you could see, I put something under it that I could press the stamp down firmly and get a nice impression. It won't be 100% perfect impression like you would get on paper, but it is wood and it should look a bit distressed, shouldn't it? So that's what I think. I colorize here with my with the starlights or sunlight. What is it called? Starlight. Oh God. Sorry. Starlights, of course. The metallic acrylics here from Imagination Crafts. And I showed you, I got the stem set new, and I showed you how I cut them. I like to cut them very, very close to the image, that I'm not getting any stamped line outside, so that I get a really crisp and nice impression but the most important thing when you do that is only do it with a really, really good scissors. That's the most important thing. Otherwise, just cut around it. Be careful that you don't cut into the image, but don't be shy, don't be afraid to cut them up. Okay, ich habe jetzt hier mit den Starlight Metallic Farben von Imagination Craft gearbeitet. Fand ich einfach auch in der Verbindung so dieses roughe Holz und dann eben dieses glänzende, diese glänzende Farbe fand ich in der Verbindung sehr, sehr schön. Und benutzt natürlich hier entsprechende Farben. Ein bisschen benutzt der letzte Schliff hier mit Schwarz hier und da. Und werde dann, natürlich, ich habe jetzt im Hintergrund nichts, ganz klar, da werde ich dann erst noch mit Weiß um den Stempelabdruck herum reingehen, wie ihr jetzt seht, und werde dann außen auf der Dose noch
noch braun nehmen. Ich glaube, ich gehe da sogar mit einem braunen Ink rein. Kann mich jetzt nicht mehr so ganz, wir werden es ja sehen. Ja, genau. Weißt du, wenn ich so, ich mache immer die ganzen Videos erst oder ich nehme das auf und dann lade ich das hoch auf mein Computer. Und dann weiß ich teilweise schon gar nicht mehr, was ich gemacht habe, wenn ich dann das Voice-Over mache. Furchtbar, ja. So I, of course, wanted to have something in the background, and I'm using just white because I wanted to let the image with the starlight paints, it's so sparkly, let shine, and that's why I only use white for the background. But at the edges, I will go in with, oh yeah, I will use the ink. That the harmonies water soluble, it's water soluble ink, and it should make this bit of a vintage feel to it, because it's a wooden box, it's upcycling, and yeah, I don't want to. And of course, the starlight paint is so sparkly that I didn't want to put something shiny or whatever at the edges, just to let the starlight shine. And I use it around the whole box here at the edge and the outside edge as well. I'm leaving the bottom completely untouched in this, just in the wood. And of course, I couldn't resist using a tiny bit of my turquoise here now. And put that into the white, but most of the whites I will leave in. What I wanted to use as well is my art stones. My art stones, I got them recently and I really like to use them. They're given this nice dimension, and yeah, I'm still working here with my turquoise just to get rid of this edge, but of the white. The white is very, very crisp, so you can't really remove it. And I think that gave me the idea to use the art stone, not completely around, but only on the bottom of the poppies. Ja, that's what I do. Ich konnte natürlich hier jetzt nicht widerstehen, noch ein bisschen von dem türkisen Starlight Paint zu benutzen. Eigentlich wollte ich versuchen, diese harschen Übergang von Weiß nach Braun zu kaschieren, aber das funktioniert einfach nicht, weil das Weiß natürlich immer wieder durchkommt, das ist ganz klar. Da würde jetzt nur vernünftige deckende Acrylfarbe funktionieren, und das wollte ich aber nicht. Aber das hat mir dann die Idee gegeben, ich könnte da ja auch mit meinen Artstones drüber gehen. Die habe ich ja relativ neu und ich liebe die einfach. Ich benutze die so gerne. Einfach, die machen ganz schnell Dimensionen in dein Projekt und sieht einfach toll aus, und man kann sie einfach auch schön einfärben mit allem Möglichen. Und dafür benutze ich jetzt auch meine Modellierpaste, die ich erstmal im unteren Bereich unterhalb des Monds eingebe. Ich werde das nicht komplett um die ganze Dose machen. Das wäre zu viel, viel zu viel. Das wird doof aussehen. Ich benutze dann hier die dicken und die dünnen. Ich habe die in 3 verschiedenen Größen. Ich glaube, die gibt es auch nur in 3 verschiedenen Größen. Und drücke die dann, schütte das jetzt hier erstmal lose drauf, dann drücke ich das so ein bisschen runter. So ein bisschen mit Pergamentpapier, das Butterbrotspapier hier. Einfach damit es nicht an meinen Fingern klebt. You know, I put some modeling paste down first and poured the art stones on top, and then I pressed them down with this it's a deli paper, just that it didn't stick to my fingers. And I put the same ink on top after everything dried, of course. Put the same ink on top I used for the edges, just to to equalize it, or to have it matched with the edges. And I think that works quite well. A bit more, let it dry, and put more on top to get it darker and darker. But it wasn't dark enough, so
I used a tiny bit of acrylic paint in brown. As you can see, it's not cheating, no. Just to make it a bit darker. And I will put a bit more water on top again and again, that it will run into the creases and ja, will cover everything nicely. Ich habe dann versucht mit dem Ink hier ein bisschen ja, mehr und mehr drauf zu kriegen, aber dann musste ich zum Schluss doch mit ein bisschen Acrylpaint Farbe arbeiten in Braun, einfach um das alles deckend zu. Die Artstones, die saugen natürlich auch ordentlich auf, das kommt noch dazu. Und dann zum Schluss habe ich hier jetzt noch mit demselben Starlight ein bisschen draufgepackt und ja, jetzt ist es fertig. Das war's. So guys, this is the close-up. You could see I touch it up with the same starlight in turquoise as what I used in the back for the background, and that's it. That's a fantastic sparkle, isn't it? So guys, thanks a lot for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich freuen wie verrückt. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.